Servus zusammen, heute bei Marcel's Hockey School geht es ab nach Füssen für ein Skill-Session mit einigen Spielerinnen aus unserer Damen-Nationalmannschaft. Ich habe das Glück, dass ich in letzter Zeit einmal die Woche mit ihnen arbeiten kann. Macht riesen Spaß und ich dachte, dass ich euch heute zeigen könnte, wie so eine Skill-Session abläuft, euch vielleicht ein paar Ideen kann für euer eigenes Training, falls du ein Coach bist. Wie kannst du so ein Training in dein eigenes Verein gestalten? Falls du eine Spieler oder Spielerin bist, wie kannst du deine eigene Skills-Training-Session aufbauen für dich alleine, dass es so effektiv ist wie möglich? Ich zeige euch einige Übungen, zeigen, wie wir arbeiten, was wir arbeiten. Es wird ein Riesenspaß sein. Wir haben immer lustige Zeit da unten, arbeiten auch sehr hart. Und zuerst Trainingsplanung. Was möchtest du machen alleine? Was möchtest du machen mit deinem Team? Es kann einfach nicht nur sein, diese Übung gefällt mir, diese Übung gefällt mir, diese Übung gefällt mir, boom, alles zusammen. Und dann hast du irgendwas so, wie wenn du kochen würdest und auf dein Teller landet ein Rumpsteak, ein Linsencurry, Rotkohl und Apfelmus. Schmeckt alles gut einzeln, aber passt gar nicht zusammen. Du musst ein Thema für dein Training wählen. Was für ein Skill möchtest du verbessern in diesem Training? Wir haben für dieses Training Schwerpunkt gewählt. Offensive Moves, spezifisch Under the Stick, Toe Drag, mehr nicht, sonst ist es zu viel. Und wir bauen es durch den Warm-up zu den Hauptübungen, durchs gesamte Training nach und nach auf. Und dein Ziel sollte sein, oder dein Ziel für deine Spieler sollte sein, dass die Spieler nicht einmal merken, dass die im Laufe des Trainings diesen spezifischen Skill mehrere hundert Mal geübt haben. Und dann hast du ein richtig gutes Training geschafft. So, Evie, heute bist du Chauffeur. Normalerweise fährt Jay-Z in den Partybands. Darfst auch ausnahmsweise reden, im Vergleich zum letzten Video. Mal Frage, Skill Sessions, was ist für dich anders in den Skill Session als in dein normales Mannschaftstraining? Ja, also in den Skill Sessions bin ich grundsätzlich immer ein bisschen nervös, weil mein Trainer ziemlich viel Hip Opener mit mir macht und meine Skills beim Hip Opener, die lassen ein bisschen zu wünschen übrig, aber an sich finde ich es halt richtig geil, dass man Sachen ausprobieren kann, die man im Mannschaftstraining nicht ausprobieren kann, weil man selten Zeit dazu hat. Und dass man wirklich mehr Zeit für Kleinigkeiten auch hat und merkt, wo man eigentlich überall noch dran arbeiten muss, um sich als Spieler zu verbessern. Okay, so wir fangen an, die Hände schön warm zu machen. Ich finde immer super mit 2 Pucks, dann fühlt man sich besser mit 1 Puck danach an. Okay, so, laufen ein Bahn bis da unten mit 2 Pucks. Bis hier runter. Okay, let's go. Okay, Chrissy, vor allem du, aber die anderen auch. Ihr müsst ja nicht so oft mischen, so. Okay? Einfach immer schieben, den einen Puck vor dem anderen finde ich am leichtesten, okay? Also hier 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, go! Eins, zwei, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und jetzt probieren wir es nur mit der Vorhand, was natürlich deutlich schwieriger ist als Vorhand auf Rückhand, aber eine sehr gute Vorbereitung ist für die Toe Drags, die wir später üben werden. Jawohl. Und versucht es dann. Könnt ihr auch natürlich, wenn wir einen Toe Drag machen, werden wir sehr selten die Scheibe so ziehen. Aber in diesem Fall, um es nur zu üben, können wir ruhig versuchen, auch die Scheibe ein bisschen zur Rückhand zu bringen, aber mit der Spitze so zu kontrollieren, okay? Ab und zu mal das. Okay? Alright. Go!
Alles gut, alles gut. Das ist schwierig, das ist nicht einfach. Puck auf der Vorhand nur, JZ. Nur auf der Vorhand. Yeah, that was nice. Really good. Good stuff. That was wow, that's good. Good stuff. Good work. Good work. Good work. Good work. Good work. Good work. Okay, good. Good job. Okay, so jetzt will ich einfach, damit wir kommen jetzt in der Neutralzone und dass wir das einfach jetzt in der Kurve machen, Vorhand und Rückhand. Dann wir lernen einfach einen Bogen damit zu fahren, wo wir die Scheibe positionieren müssen. Wir laufen einfach hier kreuz und quer, kurz durch die Neutralzone, immer mit zwei Pucks. Und als Abschluss zu den Multipuck-Übungen eine richtige Challenge. Zwei Pucks mischen und immer eine von deinen Pucks mit dem Puck von deiner Mitspielerin tauschen. Okay, so jeder hat einen Partner. Wer keinen Partner hat, hat Pech, muss mit mir gehen. Wir üben das jetzt nur ganz kurz im Stehen, dann will ich es aus dem Laufen üben, okay? Under the stick, okay? Du kommst hier, du mischst nur. Du bist am Mischen, okay? Scheibe relativ weit vor dir und ich spiele sie immer in der Zeit. Ich kann mich auch bewegen. Immer unter, Rückhand, Vorhand, hier, Schläger. Okay? Wenn ich pfeife, wechseln. Okay? Alright. So. Ja, und außenrum und schnell. So schnell wie du kannst. Jawohl. Good stuff. Und immer bewegen. Die Füße auch in Bewegung lassen. Good job. Good job. Good work. So, kurz Pause. Okay, wechsel. Let's go. Immer in Bewegung, die Füße auch, Nina. Beweg deine Füße immer. Ist okay. Move your feet, Evie. You gotta move your feet too. Auch die Füße in Bewegung lassen. Hin und her, außen rum. Good stuff. Good work. Yeah, und täuschen. Yeah. Und täuschen. Good. Very nice. Yeah. Good stuff. Good job. Okay, jetzt gehen wir in den Toe Drag. Celine, du läufst wieder rückwärts. Okay. Ich mache Toe Drag um mir, Schläge herum. Spiele sie dann nochmal unter auf der einen Seite, damit ich noch einen Toe Drag machen kann. Okay, wir machen es langsam. Go. Toe Drag. Go. Toe Drag. Go. Toe Drag. Go. Und achtet drauf, dass wenn das ihr Schläger ist, die läuft rückwärts, dass ihr den Puck ganz schön weit vorne bringt. Okay? Der Move ist um den Schläger und nicht vor dem Schläger. Okay? Let's go. Weit nach vorne. Ja, yeah, weit nach vorne und dann runter. Hui! Hey, so when you're doing a toe drag, you're doing it like this. You're like this, right? So try to do it in like one motion. You're hitting it, you're like doing that, and you're hitting it. Okay, bigger chances you're gonna lose the puck. Okay, so see that? It's on the stick the whole time. Okay, all right. Okay, du läufst nochmal zurück. Ich gebe einen Rückweg mit dir. Let's go. One more time. Good. Good. Oh, no worries, no worries, no worries.
So, das war der Warm-up und wenn ich eine jüngere Gruppe hätte, dann würde ich nicht einfach den Torwart runterschicken für 20 Minuten, so wie bei Jenny Haas. Sie weiß, was sie zu tun hat, das kann ich dann machen. Wenn ich eine jüngere Goalie hätte, dann würde ich am Ende vom Bahn immer einen Schuss einbauen. Bei 2 Pucks kann man das auch hervorragend machen, einen Puck vorlegen, den ersten schießen und dann gleich danach den zweiten. Jetzt kommen wir zu den, sage ich mal, richtigen Übungen, spielähnlichere Übungen, wo sie auf einen Stuhl, einen Schläger, ein Toe Drag oder under the Stick machen und auch aus der Ecke kommen. Am Anfang ist ein Escape eingebaut, weil wir uns in den Trainings davor auch ein bisschen schwer damit getan haben. Chrissy, Chrissy! Wenn du hier kommst, so mehr, bumm, bumm. So kurz auf die eine Kufe, bumm, bumm. Okay? Geh nochmal, geh nochmal, geh nochmal. Ja. Don't stop, don't stop. Don't stop, don't stop. I'll show you in a second once you're done. Okay. One more time, come down here. Okay, so ich mag's so runter als Rechter. Im Grunde genommen, wenn das meine Ecke wäre, meine Ecke andersrum wäre. Okay, was ihr ein bisschen macht, ist entweder, wir können nicht bremsen. Okay, weil wenn wir im Spiel komplett bremsen, dann bleibt der Verteidiger stehen, ist Feierabend. Und wenn ich auch nur weiterhin in eine Richtung gehe, folgt sie mir wahrscheinlich relativ leicht. Wenn ich das schaffe, ja, das Bein einfach kurz, so, bumm, 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 bumm. Okay, ich komme aus der Ecke, bumm, bumm. Seht ihr das? Ich schwer mit links, ich sag's euch. Okay, aber das Konzept ist das gleiche auf die Seite hier. Das ist, was wir wollen. Okay, bumm, bumm. Okay, one more time. Let's go. Huh? Das ist, ich weiß nicht, wie man links schießen kann. Ich habe keine Ahnung, das ist ja unmöglich. Nice, and shot, come on! Yeah, that was good. Remember, bad habit of you is you make your move and you stop moving. Toe drag, you did your move, step, step, glide, wait, shot. Keep going, okay? Nice move, and keep going, shot! So, jetzt üben wir gegen ein etwas aktiverer Gegner, in diesem Fall ich. Und da wir 2 Verteidiger dabei hatten, arbeiten wir auch an ein paar verteidigerspezifischere Bewegungen, nämlich die Schüsse da von der blauen Linie, die blaue Linie entlang laufen und ein paar Screens einbauen, die gut für die Jennys sind. Beweg, beweg, beweg! Push. Geh komplett die blaue Linie entlang. Du fängst an zur Mitte zu laufen, wenn du schießen willst, aber in der Mitte ist der Verteidiger da. Okay? And don't stop. Don't ever stop when you're coming in a one-on-one, because as soon as you stop, you're dead. You're too slow. Okay? Oh, yeah, 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 yeah.
ay, ay, ay! Good tip though, good tip. Okay. Ich vermiss bei euch so richtige, so krasse Move. Okay? Das ist alles ein bisschen so. Okay? Erstmals, macht nicht so eine große Kurve zur Mitte. Ihr müsst daran denken, in der Mitte im Spiel ist jemand vielleicht näher. Also wenn ich die Scheibe vom Ivi bekomme, Ivi läuft zur Mitte, dann bin ich hier. Dann habe ich meistens diese Winkel als Möglichkeit. Ich habe nicht so oft der Winkel, weil derjenige, der mich abdeckt, folgt mir. Okay? So, genauso wie auf der anderen Seite, weil das war ja eure Seite jetzt. Okay? Ich komme, bekomme einen Pass. Okay? Boom! Breaks. Tight cut and explode. Okay? You're not exploding. Wir haben die Moves mit langsamer Geschwindigkeit geübt, mit etwas mehr Geschwindigkeit gegen einen Stuhl oder Schläger, gegen einen Trainer, der ein bisschen Druck ausgeübt hat und jetzt in einem echten 1 gegen 1 als Teil der Übung. In dieser Übung hat auch der Verteidiger ein bisschen schwer, weil sie nicht den ganzen Weg rauskommen kann, um den Gap zu schließen, sondern sich überlegen muss, ob sie auf rückwärts drehen kann oder vorwärts bleiben soll. Da hat der Stürmer viel Geschwindigkeit. Schwer für den Verteidiger, leichter Vorteil für den Stürmer. Durch die Lage. Fokus. Oh, good job. Good speed, Chrissy. Good. Good. Good try. Good. So, und jetzt den geplanten Abschluss des Trainings, 1 gegen 1 aus der Ecke, wo ich hoffe, dass die Spielerinnen die Moves ausprobieren, die sie im Training geübt haben. Mit mir als Joker, das heißt, ich kann immer verwendet werden, wenn man mir einen Pass gibt und dann sich frei läuft, dann haben wir quasi einen 2 gegen 1. Ich darf allerdings nicht schießen. Oh, sorry, bad pass. Oi, 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 oi. Was ist das? Skills Coach? Kein Skills Coach. Sorry, das ist nicht akzeptabel als Skills Trainer, solche Pässe abzuspielen. Nice, keep going. Oh. Ready? Okay. Und eigentlich war das Training vorbei, aber wir haben ein paar Minuten übrig gehabt
haben wir eine Übung gemacht, die ich sehr gern mag für Torhüter sowie für Spieler. 5-Pack, 5 schnelle Schüsse hintereinander aus unterschiedlichen Positionen. Interessant für die Spieler, viele unterschiedliche Winkel für die Goalies und man kann einen schönen Wettbewerb daraus machen. Dein Kommentar zu dieser Leistung gerade eben? Das war nichts, 0 von 5. Echt? 0 von 5? Gegen mich bist du auch manchmal 0. I don't think so. Good shot. Have they scored yet? Have they scored yet? Noch kein Tor auf Jenny, das ist irgendwie... Das ist der Skills Coach, ja, ist gut. Ja, das ist top Leistung von dem Skills Coach. Dass wir keinen Tor machen, alles auf Kamera, ich soll euch was beibringen und es ist 0 für 10 Grad. Bitte? Spricht nicht für mich, nee. Nein, nein. Celine, du bist unsere letzte Hoffnung. Die Hoffnung fürs Team Skills. Okay? You can do it. Ich glaube an dich. Und jetzt. Vielen Dank, Jenny Haas, dass du meine Karriere als Skills Coach jetzt beendet hast. 0 für 20, da muss man ein bisschen dran arbeiten und ich weiß, was das Thema für das nächste Skills Training sein wird. Very good. Good. Good job. So, Jay-Z, vor 2 Tagen waren wir in Füssen, heute auf dem Inline-Platz. Wir machen auch gelegentlich Skill-Sessions auf dem Inline-Platz. Wie findest du die Skill-Sessions auf Inline? Ich weiß, dass viele Eltern, viele Leute machen riesen Panik momentan, weil sie Ewigkeiten wegen Corona nicht aufs Eis waren. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten zu trainieren. Ich finde es richtig gut. Also ich muss zugeben, ich habe es die letzten Jahre jetzt auch so nie gemacht. Als Kind oft viel im Sommer Inline-Hockey gespielt. Und jetzt so wieder für mich entdeckt und es ist echt eine super Möglichkeit, weil man ist auf nichts angewiesen, nicht aufs Eis angewiesen. So einen Inline-Platz, bin ich mir ziemlich sicher, gibt es in ziemlich vielen Orten und nee, es ist eine super Sache, vor allem es ist halt sehr individuell und man ist wie gesagt auch nicht auf die weiten Fahrtwege angewiesen. Was findest du, dass man am besten auf Inline üben kann? Vor allem die Stick-Handling-Technik, aber ich finde auch Lauftechnik gar nicht so abwegig. Also es gibt natürlich Sachen, die kann man jetzt nicht so Außenkante, Innenkante geht natürlich nicht, aber ich finde, es ist eigentlich sehr breit gefächert, was man üben kann, aber vor allem so Technik und auch Technik im Fahren. Und so sieht ein Skill-Session bei mir aus und das ist wirklich egal, ob ich ein Einzeltraining, ein Kleingruppentraining oder ein gesamtes Mannschaftstraining mache. Ich wähle maximal 2 Schwerpunkte aus und ich versuche diese Schwerpunkte wirklich in jede Übung einzubauen, wenn es geht. Auch ein anderer wichtiger Punkt, natürlich ein bisschen Hilfsmittel ist immer gut. Wir haben nichts vom Landsberg nach Füssen mitgebracht, deshalb habe ich einfach Stühle genommen. Go-Kart-Reifen und Balken haben wir selbstverständlich, nutzen wir manchmal, aber das Eis sollte nicht wie ein Flohmarkt ausschauen. Es dauert viel,
es kostet viel Zeit, um es aufzubauen und ihr braucht es einfach nicht. Also ein bisschen Hilfsmittel ja, aber zu viel ist auf gar keinen Fall gut. Ich hoffe, dass ihr aus diesem Skill-Session einiges lernen könnt für euer Einzeltraining daheim oder für euer Mannschaftstraining. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr viel Spaß hattet beim Zuschauen. Vielen Dank an Julia Zorn, Yvonne Rotemund, Nina Christoph, Chrissy Schmid, Celine Meyer und natürlich Jenny Haas im Tor, dass ihr so toll mitgemacht habt. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.